wanna be my woman? Do you wanna be my woman? When it all comes out, I'll be blind. Do you wanna be my woman? Do you wanna be my woman? Do you wanna be my woman? When it all comes out, I'll be blind.
Ja, Tach auch, hallöchen. Schön, dass ihr wieder alle da seid an einem Mittwoch hier zum Livestream beziehungsweise zur Live-Reaction. Was ein geiles Wochenende habe ich hinter mir. Erstmal Prost an alle. Ne? Mm, Am Wochenende war ja Mittagsschicht und ich kann euch sagen, es war ein Fest. Es war wirklich ein Fest. Es war mega geil, hat mir so viel Spaß gemacht. Die Leute waren alle gut drauf. Ich glaube, wir haben ganz leckere Sachen gezaubert und es war auch wirklich richtig, richtig geil. Also wirklich, das Wetter hat mitgespielt, war schon fast zu heiß. Also wirklich mega geil. Ich sehe auch schon ein paar, die dort waren, die auch hier im Chat sind. Mega gut. Gucken wir mal, wer alles da ist. Der Thorsten ist da. Der Christian. Christian, du bist nicht Erster. Aber ist nicht schlimm, ne? Christian ist da. Andreas ist da. Der Tobi ist da. Dann haben wir, wen haben wir denn noch? Thomas ist da. Radetzky. Dann ist der Armin Saller da. Inge ist da. Heiko Elzner natürlich. Marco Groß. Also schön, dass immer wieder auch Leute da sind. Also immer wieder da sind. Finde ich sehr geil. Dann Wahrlicher Toast ist da. Neues Mitglied, ne, bei uns. Sehr geil. Habe ich gesehen. Dann Christoph Backes ist da. Du fragst direkt, wie sieht es mit den Schneidbrettern aus? Ja, da muss ich mal gucken. Die sind jetzt gerade ausverkauft. Also jetzt gerade sind die letzten weg. Und mal gucken, wann ich wieder neue bekomme. Streamlabs, das ist wer anders. Der Tobi ist da. Smoke mit dem Wolf ist da. Markus Kais ist da. Hallöchen. Jedi Macke ist da. The Great Houdini. Dann der Frank, mein Nachbar, der ist auch da. Hallöchen, Frank nach drüben. Der Darius ist da. Aus der Schweiz. Hallöchen. Ich glaube ganz lecker. Ich habe ja mal so 3 Videos rausgesucht. Obwohl ich sagen muss, die habe ich heute relativ schnell rausgesucht, weil ich nicht viel vorbereitet habe. Aber egal. Ich glaube, die sind vielleicht trotzdem gut. Schillings Barbecue ist da. Der Enrico Sievert ist da. The Great Houdini hatten wir schon. Oliver May. Michael Trippner. Oh, Hallöchen. Du, wir haben uns bei Biggernok gesehen in Düsseldorf. Der Anonyme. Ah, ich erinnere mich. Ja. AI-Town Barbecue ist da. Barbecue FC. Dirk und Sabrina sind da. Jens Wahl aus Herrn ist da. Der Danny ist da. Mensch, hier ist ja richtig was los. Low Budget Do-it-yourself-Ideen ist da. Hexe grillt. Boah, krass, krass, krass. Ja, Danny und Low Budget, ihr wart auch auf dem Event. Ich fand's auch krass. Also wirklich. Frank Hülle und Thomas Tobias Konrad. Das sind die ich jetzt so sehe. Toll, dass ihr alle wieder da seid bei dem geilen Grillwetter wieder. Draußen ist wirklich gutes Grillwetter. Und man mag es nicht glauben, obwohl wir am Samstag ja so eine geile Grillung hatten und wir wirklich mächtig Fleisch über der Grills gehauen haben. Vielleicht können ja mal die, was habe ich denn hier für Flecken? Vielleicht können ja mal die da waren, hier so ein bisschen berichten und hier in den Chat schreiben. Einfach krass. Habe ich Sonntag direkt wieder gegrillt. und zwar so einige Reste. Wir hatten tatsächlich aber nicht viele Reste. Es waren, also so viel wurde auf noch keiner Mittagsschicht tatsächlich dann auch gegessen. Was ich ja gut finde, das heißt, wir haben alles gut kalkuliert, aber ihr hattet auch richtig Hunger mitgebracht. Und das finde ich gut, das finde ich wirklich gut. Das war wirklich fast alles restlos weg. Ja, Markus, dich muss ich nochmal anschreiben. Oder schreib du mir mal eine Mail. Warte mal, jetzt, wir machen das mal anonym jetzt. Schreib mir mal eine Mail oder über mein Kontaktformular, ob du noch mal herausfinden kannst, wo das mit der Probefahrt nicht geklappt hat. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, Markus, Spanferkel war übrig und deins habe ich übrigens am Dienstag gegessen, weil du hast, glaube ich, dein Schälchen auch vergessen. Aber ich hab's mir gegönnt. Also von daher alles gut. Ja, Bratwurst war geil, hier schreibt der Dani, also wirklich, der Sibbo war da und der hat ja mit euch dann auch einen Bratwurstkurs in der Mittagsschicht gemacht. So eine Stunde. Und ich fand das, also ich hatte einfach die Idee und dachte mir, wie geil ist das? Wir machen so einen Grillerchentag und dann holen wir da den Sibbo rein und der macht noch eine Stunde irgendwie so mit euch Bratwurst selber zu bereiten. Fand ich wirklich geil und hab mir dann gedacht, ja, und auch super vom Sebo, dass es einfach geklappt hat. Ja, ansonsten bin ich ziemlich fertig. Dann haben wir hier so ein bisschen Stress hier. Aber da ist Stress mit den Nachbarn. Eigentlich nicht, aber weißt du, wir sind hier alle cool in der Straße. Wirklich alle.
alle. Jetzt sind alle cool und haben Spaß und ich kann hier machen, was ich will. Es ist nur ein Nachbar, mit dem ich eigentlich nix so zu tun habe, wo eigentlich alles gut ist, weil wir uns sagen Hallo und Tschüss und fertig, so kennt ihr ja auch. Ach, und der meinte, dass mein Zelt draußen, ich darf ja draußen mir leider nichts Festes bauen, weil das hier draußen bei mir alles unter Denkmalschutz ist. Deswegen habe ich da so eine Art Partyzelt stehen. Beim letzten Sturm vor Monaten sich um 10 oder 5 oder 10 Zentimeter zu ihm gerückt hat, gegen seinen Zaun drückt und so sein Zaun eventuell kaputt geht. Also, ich sage mal so, ist nicht so, aber du weißt ja, wie so was ist. Man will ja auch keinen Ärger dann hier haben. Das hieß gestern für uns, alles, was unter dem Zelt war und wir haben da so eine Palettenlandschaft auf einem Palettensockel. Wir mussten alles da rausnehmen, um das Zelt 15 Zentimeter zu mir zu verrücken und dann an einer Palette zu fixieren. Der Hölle. Der Garten sieht gerade aus. Ich weiß noch nicht, ob dieses Wochenende ein Video kommt. Muss ich ehrlich sagen, weil so wie der jetzt aussieht, können wir da nie drehen. Chaos hoch 10. Aber irgendwie machen wir das schon. Und wenn wir 'ne flotte Nummer machen. So, Heiko sitzt im Zug zur Arbeit. Oh, jo, da bist du ja. Von wo waren die Garnelen noch mal? Danny, die Garnelen waren von Send a Fish, so heißt das war 'n Versandhandel und das waren die Rosenberg-Garnelen. Ich sage euch, die geilsten Garnelen, die ihr für Geld kaufen könnt. Die sind so fett und die sind relativ günstig und so lecker. Steffi und ich lieben die, wir essen keine anderen mehr. Also, ist einfach so. Ne, ja, so, was haben wir hier noch? So, hier steht alles. Ja, ja, ja. So, ich glaube, ich habe alles hier durch. Sagt dem Simon mal, die finnische Wurst heißt Mustamakara. Okay, werde ich ihm sagen. Werde ich ihm sagen. So, ja, Dani, ne, die waren riesig, ne? Und ich liebe die Dinger. Also, und vor allem, ey, die sind wirklich für einen guten Kurs. Also, für all diejenigen, die jetzt nicht dabei waren, Steffi und ich essen immer Garnelen und ich dachte mir, die mache ich auch zur Mittagsschicht. Und, die Garnelen, das sind so Ready-to-Pull-Garnelen, also, die kann man auch leicht wirklich die Schale abmachen, von Send a Fish. Und die heißen Rosenberg-Garnelen, sind so richtig fette Teile. Ich glaube, das Kilo kostet und das ist für diese Größe an Garnelen in der Qualität nicht erschrecken, 50 € das Kilo. Aber das sind 'n Kilo sind dann auch echt viele. Das sind dann irgendwie, ich würde mal sagen, so 16, 17, 18 Garnelen. Ähm, und für den Preis lohnt sich das. Auf jeden Fall, da gibt's nichts dran rumzureden. Wenn man sich andere mal anguckt, ist das Dings. „Wie geht's Lotte und Prinz?" fragt der Patrick gerade. Lotte liegt hier neben mir, die die schläft ja nur, aber der kannst du beim Wachsen zugucken. Es ist so krass, wie schnell und wie viel die wächst, ey. Die wächst, also, die nimmt über 'n Kilo pro Woche zu und die ist ganz dürr. Also, wir sagen schon mal: „Iss, Kleine, iss, an dir muss was drankommen, wie beim Papa." Also, nicht wie beim Papa, aber ja, und Prinz geht's auch gut. Der hat sich aber grade 'n bisschen zurückgezogen nach oben. Okay, soll er. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir wieder los mit ein bisschen Reaction. Jetzt haben wir ein bisschen gequasselt, Reaction. Ich habe euch 3 Videos rausgesucht. Gucken wir mal eben. Hier einmal von der immer noch die Empfehlung vom Andreas, der auch hier heute ist, habe ich ja schon gesehen. Der Cowboy Ken Rollins, den können wir mal wieder gucken. Finde ich sympathisch, der hat echt 2,5 Millionen Abonnenten und der sperrt seine Inhalte nicht, bisher also nicht. Also, wenn gleich wieder schwarzer Bildschirm sein sollte, dann hat er das vielleicht geändert. Ich hoffe aber mal nicht. Und da habe ich mir so eine Meatlovers-Pizza mal rausgezogen. Mal gucken, wie die so wird. Dann habe ich mir einmal hier rausgezogen $1.000 Steak Recipe, also das $1.000 Steak-Rezept. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, ein $1.000 Steak zu grillen, sondern wie die auf so Wettbewerben ein Steak grillen, um $1.000 zu gewinnen. Tippe ich. Gucken wir uns gleich an. Ich habe keine Ahnung. Also, ist ein ganz kleiner Kanal. Video hat auch nur 145 Aufrufe und ich dachte mir, wir gucken einfach mal rein. So, und dann haben wir hier noch, oh ja, Smoked, nee, gar nicht Smoked, doch, Smoked und Pulled Lamb Shoulder, also Lammschulter. Richtig cool, freue ich mich auch sehr drauf. Luke ist da, Hallöchen, Durfy ist da, Dirk ist da. Hallo an die Nachrücker, nenne ich sie mal.
So, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Video. Ihr wisst ja, kennt Rollins, ist ein super lustiger Typ, der tanzt und singt auch immer in seinen Videos. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie er sich eine Pizza macht. Ich habe das Video eigentlich ausgesucht, weil jetzt geht es mir gar nicht ums Pizza machen. Ich finde die Locations immer so geil, wo er ist. Also von daher ziehen wir uns das mal jetzt rein. Ich bin mal gespannt, wo er ist. You know they say nobody out-pizzas the hut. Well, what about this? Muss ich, glaube ich, ein bisschen lauter Meat machen. Lovers Pizza. Also Pizza sieht gut aus. Und habt ihr gesehen, wie da schön die Landschaft hinten? Mega gut, mega gut. Oh, die You know Pizza what sieht I like super about aus. pizza? Besides Ja, guck mal, der ist immer mitten in der Natur, hat ein Feuer, hat hier so einen alten Wagen, wie die Cowboys den damals sagen. Ich finde den Kanal einfach super, das ist the einfach 14 geil. layers of cheese and all the meat is the simple, easy crust that this has. I mean, this is so simple and easy to do. You don't have to let it rise. You can get to your pizza quicker. And hey, it's like 7 o'clock this morning, so you can have pizza any time of the day. Morning, noon, Der night, hat gerade snack. 7 Uhr I like to let morgens. mine set out even after that. Have it cold. Der macht jetzt eine Pizza. Okay, geil. Because it's supposed to be 106 today and we're trying to beat the heat because Bertha is putting out some love. Let's get started with this easy, simple crust. And first we're going to take... Okay, also und das finde ich ja auch schon geil. Er sagt, Pizza geht zu jeder Tageszeit. Morgens, mittags, abends. Und die haben es wohl richtig heiß aktuell. Deswegen macht halt morgens um 7 eine Pizza. Richtig so. Und er sagt, kannst du jeder Tageszeit machen, da brauchst du auch nichts lange gehen lassen. Ich bin mal auf seinen, er wird den Teig auch selber machen. Ich bin auf seinen Teig, ich bin ja nicht der Bäcker, aber hier guckt euch das an, das ist alles so, ich finde den einfach geil. Also komm, wir gucken weiter. 1 cup of warm water. Also wieder die Cups, warmes Wasser. So dump that in there. What always helps yeast kickstart even more than anything? Sugar. Now this don't call for much, but Backpulver, it does Zucker. call for a little. So we're going to Oder give war it a das little Hefe, habe ich jetzt dose. nicht gesehen. Stir this Dem up ist ja and unterm we Video. are going to proof it. So we'll wait till we see some bubbles. Und der ist aber heute, der ist aber entspannt heute. Yeah, it's just called charcoal. Come out of Bertha. Bisschen Kohle im Wasser, scheiß drauf. It'll help you. You know, charcoal is what you give somebody if you're poisoned. I'm not poisoning nobody, but I have been on ranches to where I'd really have a bad stomach ache. And you know, you're out there 5-6 weeks and you ain't got no doctor to go to. So you just take a cheese grater and some charcoal that had burnt down and just make it into a really fine. Ja, das habe ich auch schon in einigen Survival-Shows gesehen. Der sagt gerade, er hat da so ein bisschen Holzkohle im Wasser drin gehabt, was nicht schlimm ist. Und er sagt gerade, Holzkohle hilft also super bei Vergiftung und auch wenn du so Magenprobleme hast, ne? Dann machst du so ein bisschen Holzkohle, trinkst, also machst du das ins Wasser oder schluckst es runter oder zerkaust sie sogar. Das habe ich auch schon in so Survival-Shows gesehen. Das geht tatsächlich. Powder. A lot of times I'd mix it with honey because charcoal just tastes bad, but it'll help settle your stomach really well. Ja, und er 2.5 sagt, ein guter to Tipp 3 ist das cups mit of flour. Er sagt, ein guter Tipp ist das mit Honig zu vermixen, weil dann schmeckt Kohle auch richtig gut. Gute Idee eigentlich. So, jetzt nimmt er hier Not 2 packed in a Cups cup, von just lightly filled. Mehl. That's 2. We're going to start with 2.5. We'll probably have to have some 2,5 more, nimmt but er. we're going to go ahead. Ja, ein and I Rezept like kriegt my er hier bei pizza crust to have a little KentRollins.com. garlic powder in it, so we're Ja, ein gonna bisschen give it a little Knoblauchpulver of in den that, Teig, richtig so. some onion powder. Ein bisschen Zwiebelpulver. Das Give finde it ich auch some schon more geil. love. Wetten, das some Brot schmeckt kosher so salt. mega cool. Christoph, hi. And I really like to use kosher salt. I just think it blends in better. Ja, wieder das Having the koschere Salz, seasoning, ne? But I also Und so ein like for my bisschen pizza to have a Pizzagewürz, little Basilikum war da, black glaube pepper, ich. coarse ground in there. Go ahead and mix this all Pfeffer up rein. with your Ich glaube, das ist ein hand. Get it geiler Teig. incorporated well. Our yeast is proofed. It is bubbling up. It is. So the next thing you're going to do is just make you a little well there in the bottom. Pour right in there. Okay. Set this over here. Maybe Culinary will come by here in a minute. Das ist natürlich There's auch geil. Wirst Culinary. He einfach says, alles, hey, we need wirst some einfach water alles in auf den that. Boden. So, olive Bisschen oil. Öl A lot rein. of times when you make any kind of dough, you're using oil, but when you're going to make pizza dough, use olive oil. And we're going to talk about 2.5 Ja, to Olivenöl 3 macht er tablespoons rein. right along in there. I would say Okay, that was ordentliche pretty Menge, close. ey. It was. You would think I would know where this stuff ist so was geil from mit one dem week to the Wagen, next, but wirklich. I don't. And the wooden spoon must be at the house, so we'll use that one today. Just fold this around Geiler so we Typ, can oder? go to making us a shaggy looking dough. And like I say, we'll probably have to add some more flour, but you always want to start out with the least amount first
Give it a pretty good Ja, er sagt, sprinkling weißt du, ein of bisschen mehr flour. kannst du hinterher immer noch We're reinmachen. just going to knead it about 4 or 5 So, und minutes jetzt knetet here, er ihn einfach and we'll durch. be ready to Oder? go. Okay, das sieht entspannt aus, Go ahead oder? and get your husband training rolling pin out. Give it a little flour. Mage, how are you? And then let's just go to mashing to where we can get it down here to a pretty level place. We're going to have to do right smarter rolling to get this to about a 16-inch Dutch oven size. When you roll so long, Ja, geil. just turn her over and go the other way. Ich bin ja gespannt, worauf Try er to das keep gleich it round if you grillt. can. That's pretty Also, oder hard for worauf me er die at Pizza times. gleich macht. I'm pretty much more into trapezoids, rectangles, Also, das stuff gleich like sieht geil that. aus, oder Leute? But you Und dann can, mit dem ganzen Zeug, roll was da this drin ist, crust out das as thin as you Knoblauchpulver und want it. Zwiebelpulver, mit Sicherheit sehr, sehr Now, if you're geil. doing this at home, preheat that oven to about 425 degrees, okay? So, put this 425 right on. Degrees. Also er sagt, du sollst den Ofen, warte mal, wir machen mal den Rechner wieder auf 425 Grad erhitzt. Wo ist er denn? 425, also 220 Grad Celsius. In here, you Achso, you er can nimmt jetzt den see Deckel als what I would call Messgrundlage. we Ja, are ist ja pretty super. close to this. This is the lid off the 16. So the bottom side of that is going to be Also the macht er same im 'cause Dutch them Oven oder nur 16-inch auf dem ovens Deckel? Ich don't bin taper gespannt. down. So break out the pizza dough cutting knife. You Ja, remember ja, doing das ist so this eine when you was Kutsche. in grade school. You'd put something on a piece of construction paper and draw around there or cut it out with the scissors. Egal. Brings back childhood memories of many kind. Now me, I got to stay in Ihr first seht, grade wie, longer also, than I ne, wanted ich to, mein, seemed like most of the time, but Wir machen da immer I mit, enjoyed every wir day of gucken uns school, immer die especially Pizzabäcker when it's an, die time da to get out. ihr Pizzateig irgendwie 20 Stunden lang There'd gehen be the lassen und so. 16-inch Dutch oven. Der rührt den immer eben in 2 Minuten an, dann wird mit dem Hope and Deckel die pray. Größe I like to use abgeschnitten. Voll cornmeal geil. in the bottom of it. Bring this dough back to you. Jetzt hat er Maismehl Starting unten on in den this Ofen side, right gemacht. over here. Oh, und jetzt legt er das Ding da Unfold the einfach wieder bed rein. sheet, Good job. then Geil. unfold the bed sheet again, and then Super geil. and Im then Dutch this is where Oven. you can Mega tell geil. yourself, Pizza ain't hot, ain't got nothing on me, cause I can make pizza. Y'all want to see me throw this up in the air, didn't you? Ain't gonna happen. Take you a fork and just prick the bottom of that dough. Let me get the Okay. lid back on this. Paar Löcher rein. Remember me telling you Er about backt it die is dann the anscheinend jetzt ultimate auch vor. meat lovers pizza. Let's get the meat ready to go. Oder? Beef ain't it big? Oh, geil. Jetzt kommt erstmal Fleisch drauf, Beef. Well, you see me browning Sah up aus wie this thinly cut Rouladenfleisch. piece, what they call Milanese cut of steak. And if Milanese they have Cut, that at also our store, Milanese they'll Cut. have it nearly Sieht anywhere, aus wie folks. Rouladenfleisch, But oder? if you Würde don't ich have sagen. that, you can get you a piece of sirloin cap, and just make sure you can slice it as thin as possible, because this is the ultimate meat lovers pizza. You got to have some steak on there, but we just don't want great big pieces. We want this to be able to cook just a little here, and then time it's on that pizza, cook just a little more. You see me season it with our good original seasoning. And a Ne, little sagt jetzt Worcestershire gerade on there auch, just to bring out a little nicht more arg added flavor. anbraten. Just Das kann brown 'em jetzt up a hier ein little, bisschen throw 'em garen back und dann ein over there. I'll bisschen meet you all garen. over there. We're gonna Noch get to gleich, wenn es assemble auf der Pizza half a drauf ist. pound, 80-20 ground beef, browned it up there. Okay, noch ein Seasoned bisschen just a Hackfleisch tad we drauf. did with our original. Geil. 5 slices of bacon, cook about 3/4 done. Then we went ahead and we cut that meat pretty thin strips after we got that steak browned up the way we wanted it. Got us some Ja, ich glaube, für pepperonis laying out Kalbschnitzel here war es im because rohen it's Shan's Zustand nicht favorite. rot Then genug, step on over here into the würde what ich you call sagen. the best part of this nearly. We have mozzarella cheese, we have pepper jack cheese, we have cheddar Oh, cheese. geil. Also, Let's okay, hear it from verschiedene Wisconsin. Go Käsesorten. ahead and give it up. We have cheese. Then we have red, green, and yellow bell pepper, about a half a cup of each. Half a cup of white onion diced, and what? That magical fruit, jalapenos. We have took us a Okay, some also ihr softened habt damit cream gesehen, ja, cheese noch and Zwiebeln, whipped it up pretty good. You Jalapenos. can buy that in the whipped container. Cream cheese, is he making dessert pizza? No. Schmelzkäse, We're gonna put geil. a creamy layer of cream cheese Geil, right also there da on the kommen keine bottom, Tomaten. and Ja, then doch, some da ist auch tomato Tomatensauce. sauce. Also, Doch. folks, be sure and try Okay, out geil, our der chutney. Mix, der ist It vielleicht makes a geil. great base for this pizza as well. So, here we go. Also, ein bisschen hier Frischkäse, bisschen Tomatensauce oben drauf. Geil, geile Pizza. Käse drauf, bisschen Hackfleisch, wieder Käse drauf. Und jetzt alles drauf verteilen. Das angebratene Fleisch, was er gerade hatte. Verschiedene Käsesorten, jetzt die Zwiebeln und die Jalapenos drauf. Richtig cool. Paprika, voll geil. Wir haben ja gerade schon gesehen, wie die aussieht, die Pizza. Also besser geht's nicht.
Ja, ein bisschen Salami oben Now, I will drauf, tell you, Jalapenos this Dutch oben oven drauf. weighs 45 pounds. Now it weighs 145. This is the ultimate pizza. Ja, das glaube ich. Ja, guckt ihr das an, wie er das macht. Zack, Feuerchen, da macht er sich seine Kohlen Now, if selber. you folks are new Geiler to Typ. Dutch oven cooking, I would recommend two things that you cook first. One is a pizza, the other is cornbread. Because on pizza, you can see the top. We're trying to get all that cheese and everything to melt down there and get a little good crust in there on it. And the bottom, I'm gonna give you this secret. You can actually cheat just a little because you can take a fork and lift the edge up and see how much you're browning. So really, it's pretty easy to cook in a Dutch oven. It is. And the kids love it. Get them out there, get them around the fire, and let's cook some pizza. Er sagt, Pizza im Dutch Oven auf dem Feuer ist das Geilste, weil du kannst zwischendurch immer mal gucken, wie weit die Pizza ist. Die Kinder lieben das, ums Feuer drumherum zu sitzen. Also wirklich super geil. Now, cold placement, oh, pretty heavy on top Ja, it was. I'm telling you, heavy because on I top, want that stuff to genau, get really also hot, viel get that oben good drauf. crispy on that pepperoni, because that's the way Shan likes it. The bottom, oh, I'd say a medium heat all the way around the outside edge. Und of that untenrum Dutch hat er oven. so ein bisschen Not drumherum much gemacht. wind today, so we won't have to rotate very often, but we'll keep an eye on it because we want things to get really cheesy and melted on top and a crispy crust on the bottom. Geil. Ich denke, das wird auch nur ein Viertelstündchen dauern, ne? Dann ist das Ding fertig, oder? Das sieht schon gut aus, würde ich sagen. Noch nicht fertig, aber gut. Genau, dreht sie jetzt einmal, damit du überall die gleiche Hitze hast. Ja, da sieht sie gut aus. Leck mich am Arsch. Mega geile Pizza, mega geil. Das ist so, also, was will man denn mehr? Ich finde auch geil, ey, die Hunde rennen da rum. In die Yeti-Box. Ihr wisst ja, ne? Plug-in-Box hier in Deutschland. Ich kann euch da nur empfehlen, also wirklich, da muss ich jetzt nochmal Pause machen. Yeti-Boxen, also diese passiven Kühlboxen, die sind mega. Und hier in Deutschland hat ja jetzt Plug-in-Boxen ein Riesensortiment aufgenommen. Ihr bekommt mit Bigger Ice da nochmal einen Rabatt und die sind trotz alledem im Vergleich zu anderen Boxen super günstig schon. Und wir hatten die jetzt am Wochenende auch auf der Mittagsschicht. Und Leute, ich kann euch nur sagen, wir haben uns die Getränke gekühlt. Selbst am Sonntag war da noch Eis drin. Also mega geil. Also richtig, richtig gut. Also schaut mal, wenn ihr eine Kühlbox braucht, kauft euch keine billige. Wirklich. Kauft euch die vom Plug-in Festival. Die ist günstig für die Qualität, die ihr bekommt. Mit Bigger Eis kriegt ihr noch einen kleinen Rabatt. Ultimate meat lovers pizza. And folks, I just want to show you this crust on the bottom. Guck dir die Pizza an. Mega geil. That's Und von what I'm unten talking sieht die about. perfekt I like aus. that crispiness. You can see that cornmeal in there. Don't forget that trick because that gives things where you can really slide it around. A little sprinkling of some Parmesan. Und noch ein I have bisschen pulled me Parmesan out two drüber. pepperonis. These two over here, Ja, I mean, da they gibt's ja got jetzt hot. den Hunden keine So, we're Peperonis, gonna- oder? They've been hunting bears, rabbits, Nee, ist doch possums, Salami, oder? anything they can get their Ja, hands Salami. on. There's a little Mages. Das ist auch richtig. Guck mal, 4 Hunde hat There's er your da. piece right Da there. kriegen die Dixon. Hunde We're too was. tired to eat it. Say to Lou. Die sollen ja auch Pizza You kriegen. look a little nasty, you do. Now it is my turn to reap the benefits in what we've cooked, but I want you to look across there. That cream cheese Oh, is geile right down Pizza, there ey. in the bottom, sort of just jumped out there, and that mozzarella, that beautiful jalapeno. Läuft, my ein bisschen gosh, der, and some steak and läuft a wirklich ein first bisschen bite. der Sabber im Mund zusammen. Geil. When you can make pizza like that, and you can do it really good, you got to be cool. You got to do the cool. Ich walk. wusste, er tanzt I'm noch. like real cool, because I can make pizza. I can make a lot of pizza. And then shuffle right on back up here. Get this pizza in your hand and get another bite. Oh my gosh. Well, folks, ist einfach the nur good geil, Lord der has Typ, oder? blessed us again this morning. I mean, we got out here, it's 82 degrees, and clouds sort of stayed, and then right there at the end, he showed Geil. the glory to shine up on the pizza, that sunshine he did. Thank you, Lord, so much. I appreciate it, I do. But hey, we just appreciate y'all too for letting us come into your living rooms, wherever you might be that you watch our videos. Be sure and give it a like, and be sure and share the video with the friends and neighbors, because folks, everybody needs to be a better neighbor, and when you can share pizza everywhere around the world, hey, it's a great thing, it is. But as always, with great privilege and with honor, I
pay tribute to all the servicemen and women and all the veterans who have kept that old flag Ja. flying above camp. Das Me muss and natürlich in Kansas will Amerika never sein, forget ne? you, and we thank you one and all we do. Rest of Dank y'all, allen come on up Veteranen in und here. so weiter. Now, come on up in here close. I mean, get close. This is a big pizza, the ultimate meat lovers pizza. God Sehr bless geil. you one and Ich hätte all. gerne You ein ain't gotta go to Stück. Pizza Hut no more. Sehr, sehr geil. Schönes Video. Well, we have got our need. Hey, Just can you give me a second? Outtake? No, just I have to have a double clap. Ja, Outtake. Not helpful. Big Mac Burger Grilling Tipps. Und Short von ihm. Ja, sehr geil. Also Kent Rollins, wirklich super geiles Video. Oh, da habe ich fast auf den falschen Knopf hier gedrückt. Mensch, Mensch, Mensch. Musik wollten wir da noch gar nicht. Ja, natürlich ist es natürlich bei mir schon abonniert. Ne? Da brauche ich mir auf Abonnieren klicken. Das Video kriegt den 19.338. Like von mir. Geil, guck mal, das Video wurde schon 270.000 Mal aufgerufen. Mega gut. Und er kriegt von mir aber trotzdem natürlich auch noch einen Kommentar, obwohl das Video schon 1000 Kommentare hat. Great. From Germany. Was sagt er dazu? Was sagt er eigentlich generell so zu Pizza auf dem Grill? Ich meine, hier sind ja, ihr seid doch alle grillverrückt, ne? So, was, ich meine, so eine italienische Pizza sollte aus dem Steinofen, hier Dingsbums kommen. Aber was sagt ihr zu Pizza auf dem Grill machen oder hier die ganzen Geräte mit dem Pizzastein? Ich finde es geil. Also, ich muss nicht immer eine Pizza aus der Pizzeria haben. Habe ich gerne, hatten wir jetzt auch die Tage erst wieder. War lecker, aber ich mag auch eine Pizza wirklich, hier schön gemacht mal eben, auf dem Pizzastein oder in meinem Nero oder so. Prost. Aber ich bin heute noch ein bisschen kaputt, ey. Muss ich echt sagen. Dieser Wochenende haben wir die nächste Veranstaltung. Ich bin mal gespannt. Pizza hast du noch nicht probiert, Andreas? Ja, das wird aber Zeit. Da muss er wirklich mal machen. Ja, wie gesagt, ich mach's auch echt gerne. Holzbackofen natürlich auch sehr geil. Im Grill ist er nicht so für. Ja, okay, verstehe. Aber wenn du einen Holzbackofen hast, dann brauchst du ja keine Pizza im Grill machen. Also, das würde ich auch nicht machen. Ja, auf jeden Fall macht das mal. Und ihr seht ja hier, geht auch im Dutch-Ofen. Also, ne? Man muss nicht unbedingt einen Pizzastein haben. Also, finde ich super geil. Hexgrill hat einen Pizzaofen gebaut. Sehr geil. Eintopf Brot und Pizza im Dutch-Ofen, Markus. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Pizza kommt immer gut. Ja, sehe ich genauso. Also ich liebe auch alle Sorten von Pizza machen. Also so eine Meatlovers, vielleicht mal am Wochenende auch so eine Meatlovers-Pizza. So eine, wie ich sie gerne hätte, mit ein bisschen Steak drauf, mit allem drauf. Hackfleisch. Aber ich finde eigentlich, das Grundrezept von ihm ist schon ziemlich geil. Ich stehe nicht so auf so viel Tomatensoße. Und die hat er nie gehabt. Also ich fand die echt gut. Ja, na, also wir sind uns aber einig. Auf jeden Fall geht Pizza auf vom Grill. Und klar, wenn du einen Holzbackofen oder so hast, dann machst du die natürlich da drin, natürlich. So, ich nehme noch einen Schluck. Prösterchen. Ziehen wir uns das nächste Video rein, würde ich sagen. Und zwar das $1000 Steak Rezept. Recipe, so heißt es ja. Recipe. So wird es ausgesprochen. Und ich bin mal gespannt, was er macht. Video geht 10 Minuten. Ich hoffe, es wird nicht nur gequasselt. Ich bin gespannt. Schauen wir einfach mal. One of my favorite steak recipes. Okay. Okay. Na los. Was ist los? Also, jetzt. Dauerschleife? Hä? Immer noch Rauch? Alright guys, hey, this Ja, okay, recipe also wir here müssen is dazu similar- sagen, es ist ein kleiner Kanal, der hat noch nicht viele Videos gemacht, also von daher gucken wir mal. Also er hat hier ein Ribeye Steak, das kann ich sehen, hat er hier schon liegen. Und ja, also das kostet keine $1000, also gehe ich mal davon aus, dass es wirklich so ist, dass er uns zeigt, wie er so ein Steak für einen Wettbewerb macht. Und ich bin echt mal gespannt. Entschuldigung. to the recipe that I used to win $1,000
and Ja. win Steak A at a Siehste, SCA genauso wie steak ich gesagt competition. Okay, Ja, so I'm so gonna show sehen die you hinterher guys, aus, die Steaks. how to do this. I've got an 1.5 inch ribeye. Also da möchte ich vorab einmal sagen, ne, wenn ich mir privaten Steak grille, dann kommt das genau so, wie es hier liegt. Da kommt dann noch ein bisschen Gewürz dran. Bald, also ich kann vielleicht schon mal ankündigen, es gibt bald Steak-Gedöns. Also jetzt gibt es ja nicht nur Gyros-Gedöns von mir. Es gibt bald Steak-Gedöns auch von mir. Dann kommt ja ein bisschen Steak-Gedöns drauf und dann geht's auf den Grill. Da wird nichts getrimmt, gar nichts. Guckt ihr dann, also ich würde genau so nehmen. Really good center cut ribeye. Steffen, nee, du hast nur, was heißt viel verpasst? Wir hatten gerade schon ein Pizza-Video uns angeguckt. Oh, Steffi kommt gerade nach Hause und Lotte rastet aus. Das ist natürlich dann schön, ne? It's been set now to room temperature, okay? And what I'm gonna do is I'm gonna take a jacquard. Ah, das machen ja viele. okay? Das habe ich noch nie This gemacht. Right here, it's got little. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal die Steaks so mit so Nadeln behandelt, dass die so löchrig werden? It puts Da, little sowas holes in hier the so, meat, da okay? mit so Messern. What I'm planning on doing is I'm planning on Hab ich noch nie targeting gemacht. just Ich like möchte es aber the unbedingt first, mal like, ausprobieren. 1/8 inch of the meat, okay? I just want to make little piercings. So I'm just gonna hold it up like this right here. I'm gonna make little holes all throughout that steak, Okay. okay? Ach so, er geht gar nicht. Ach so, der ballert gar nicht da Then rein. I'm just gonna flip it over. Ich dachte, der ballert da richtig rein. We're gonna make little holes. Aber nee, just er like macht that nur right so there. ganz kleine Löchchen auf der Okay, if you don't Oberfläche. have one of these, this is called a jacquard. You can take just a regular knife and just make little holes like this all the way around. Okay. All right. Okay, so now what I'm gonna do is I'm just gonna take a simple marinade. I really like the Head Country all-purpose marinade. Head This is Country something Marinade. local to Okay, eine me. fertige It's got Marinade, great okay. flavor, but you can take Ja, eine Worcestershire Flüssigmarinade sauce haut er jetzt or drauf. Ja, dann will er anything gleich that you irgendwelche like Rezepte to marinate draufballern. your steaks with. Aber And all okay, we're gonna do is okay. just put about a quarter on there. About the size of a quarter, like that. We just take our finger and we're just gonna rub that in all around the steak. And if you see what happens is it's gonna penetrate those little holes that we made. Ja, ich hab's, Okay, wie gesagt, ich hab's auch noch nie gemacht to mit do. so einem Steak, ha? We're just trying to season that first layer of this steak, okay? And we're just gonna flip it over, put about a quarter on there, just like that, and get it all in. Okay. Ja, gut. Okay, Gute if there's Grundlage, auf jeden Fall halt bubbles jetzt on it, we're Gewürze gonna go ahead and bekommen, wipe those off. würde ich sagen. Und ich glaube, da ist auch sehr warm, wo er gerade ist. All right, now, guys, So, was hat er great hier? line of Spicy rubs Garlic, for anything ja, Steak barbecue, and but Beef, especially Sensitive. is the Das sind halt verschiedene DB180. Steakgewürze. Guys, Ne? Also, this is great stuff. das Okay, so kann this man is what we're natürlich gonna jetzt do. hier auch nicht We're gonna go nachmachen. grill all on this side. Okay, also, bevor er trimmt, würzt er das. Das halte ich jetzt. Gonna Warum? make sure we cover the whole Also, steak wenn er with doch it. noch. Oder vielleicht trimmt er auch gar nicht. We're gonna Aber go okay. Grill all there. Sizzle steak. Ja, hau mal drauf. Also, er hat von allem ein bisschen drauf. Ihr seht, wie viel die da draufhauen, ne? And all we're gonna do is we're gonna let this adhere to the meat, okay? So I'm gonna pat it in just like that right there. And once this stuff gets wet and tacky, then I'm gonna flip it over and do the other side. Okay, wann kommen die anderen Gewürze? All right, on this side, we're gonna Ja, manchmal go machen die auch eine Wissenschaft daraus. Steak Ne? Aber okay, wenn er einmal and Erfolg beef. damit hatte. steak and beef. Ach so, das DB180. andere kommt nur auf der anderen Seite. Ach so, okay. A little more Das coarse ist rub natürlich here. schlau. Pat So, auf die that eine in Seite real zwei good. Gewürze, auf die andere zwei andere Gewürze. Okay. And we're gonna come back with sizzle Nee. steak. Hä, verstehe ich jetzt. Versteht ihr das? All right, guys, we're gonna let that set up here on the board. We'll season the sides, then we'll be over on the grill. All right, guys, we're gonna Okay, go ahead dann and get the hat steak er on. hier We're diese gonna hit this with a little bit Grill-Grates. Die benutzt ja da jeder. Oh, die sollte aber mal sauber machen. Da muss ich jetzt aber mal dazu sagen. Da kommt das Spray drauf und das sind ja dann hier nur. Hier drauf wird das of ja nur. steak right here. Nice 1.5 inch thick ribeye, okay? Okay, also da habe ich aber schon andere gesehen, die ihr Steak. Aber da gibt es übrigens eine sehr, sehr schöne Videoserie hier in Deutschland. Und zwar von Bonsai Barbecue. Just gonna give it a Die little bellen sich hier press. gegenseitig an.
von Bonsai Barbecue. Müsst ihr euch mal angucken. Ist eine sehr schöne Serie, wie die hier bei diesem SCA-Turnieren Steaks zubereiten. So, hier 1 Minute 21 Sekunden für einen Viertel-Turn. Also die haben genau auch ihre Zeiten, wann die was drehen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Gewürz drauf. Okay, man kann es auch übertreiben im Gewürz. Oder jetzt mal ernsthaft. So, nach einer... Okay, ach, guck mal, das ist extra eine Zange dafür. Jetzt wird es einmal ein Viertel gedreht nach 1 Minute 21. Hört ihr die hier im Hintergrund bellen und kläffen? Und machen hier gerade ein kleines Kämpfchen. Zeigt er jetzt auch die ganze 1 Minute 21, wie es da drauf liegt? Ah ja, okay. YouTube-videotechnisch nicht gerade der Beste, aber okay. So kriegen wir es jetzt mal live. Okay, jetzt auf der anderen Seite, auch verständlich, weil da... Ah, gut. Ich meine, das Muster ist natürlich schön, ne? Gar keine Frage. Aber ich muss sagen, damit gewinnt es hier beim SCA alleine vom Aussehen her nicht. Also ich habe schon mal ein paar Steaks gesehen, die da machen. Aber da muss das schon so hervorragend schmecken. Macht er das jetzt wieder mit 1 Minute 21? Wir gucken uns die ganze Minute an. Das ist auch geil, wie das Fleisch drauf ist. So, nochmal eine Vierteldrehung. Ja, ne, die Gewürze da sind verbrannt, obwohl ich dazu sagen muss, ich mag das. Ich mag, wenn Gewürze schön angeröstet und auch wenn die teilweise angebrannt sind. Ich finde, das hat einen ganz besonderen Geschmack. Ich mag das wirklich sehr. Ja, da ist zu viel Gedöns. Sehe ich genauso. Aber werdet ihr sehen, wenn mein Steak-Gedöns raus ist, diejenigen, die es mal probieren möchten, werdet ihr sehen, das ist wirklich, also bin ich sehr stolz drauf, dass wir das so hingekriegt haben. Weil ich habe mich natürlich wieder in Amerika ein bisschen orientiert und das war wirklich gut. Let it come up to temperature, okay? It's sitting at about 100 degrees. We're aiming for about 120. Guys, this thing's been resting. Man, it looks great. We're gonna go ahead and get So, er lässt it, jetzt halt noch ruhen. The DB180 rubs are a great lineup of rubs. Okay, also jetzt im Endeffekt muss man aber jetzt mal dazu sagen. Ich meine, das Steak sieht super aus. Natürlich würde ich es essen. Ich finde es sympathisch, dass er nichts drumherum abgeschnitten hat, das nicht gebunden hat und was weiß ich. Aber das Vorschaubild gerade war... Warte mal, ich muss mal hier. Mexican beef. Kommt da mal was? I think the steak was only $6. Er schneidet jetzt nur Tranchen runter. Crazy videos. Wir gucken mal hier. So, alles klar, pass auf. So, am Bild vorne, und das finde ich so ein bisschen schade, am Bild vorne, hier seht ihr das Bild hier oben, so war das ungefähr gerade auch, war das Steak eher rund, als es fertig war. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass viel viel weggeschnitten wurde, viel pariert wurde und das Steak dann noch mit einem Bindfaden gebunden wurde. Ja, so machen die das halt bei so Steak-Wettbewerben, weil es dann noch schöner aussieht und keine Ahnung. Ist alles nicht meins. Für mich muss mein Steak nicht pariert werden. Meins kommt auf den Grill und fertig. Aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Guckt mal auf den YouTube-Kanal Bonsai Barbecue. Ich glaube, er dreht leider keine Videos mehr. Er hat aber ein paar gute Videos online gestellt. Gar keine Frage. Ich fand die alle super. Der hat eine schöne Serie, eine deutsche Serie, wie Steaks im Wettbewerb gegrillt werden. Und die habe ich mir auch komplett reingezogen, weil ich die echt interessant fand. Ne, vielleicht können wir auch mal sowas machen. Also wer weiß. Naja, auf jeden Fall kriegt er natürlich, komm ey, der hat noch nicht viele Abonnenten, der kriegt ein Like und der kriegt auch Greetings. So mega great ist das jetzt hier alles nicht, aber kann er doch werden. Aber das Steak war mit Sicherheit mega lecker, 100 Pro. Ich hab mal hier gewunken.
Mehr Panade wie Steak. Ja. Ja, ich meine, so eine schöne Gewürzmischung auf dem Steak ist schon was Geiles. Und ich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, alle, die ihr gerade hier seid, und da werden mich viele verhassen, ich würze auch lieber mein Steak vorm Grillen. Auch mit Pfeffer, mit Paprika, mit was weiß ich alles. Weil, ich das ja gerade schon, ich mag das, wenn die Gewürze so leicht anrösten oder auch leicht verbrennen an einigen Stellen. Ich mag es einfach. Ich mag diesen Geschmack, wenn es dann hinterher noch geruht ist oder geruht hat und so ein bisschen Saft ausgetreten ist und sich dann alles vermengt. Ich mag das. Und vor allem Gewürze werden nicht bitter, wenn sie verbrennen oder wenn sie anrösten, sondern sie verlieren nur an Intensität. Also dieser Bitter-Mythos. Ich habe alles ausprobiert, ich habe noch nie was bitter gekriegt. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Ja, genau, 1,21. Genau, die muss genau stimmen, die Kohlentemperatur. Da bist du nur mit Thermometern hier am Messen. Ansonsten. Ja, genau. So, ja, gut. Video, ich habe ihm Grüße geschickt, habe ihn abonniert, ich habe ihn kommentiert. Super geil. Ich wechsle schon mal zum nächsten. Und das ist auch eine Sache, werden wahrscheinlich nicht alle mögen von euch. Lammschulter. Ich stehe total drauf. Also Steffi auch hier, weiß ich. Mein Sohnemann, den müsste ich, glaube ich, überzeugen. Und, bitte? Oder belügen, sagt Steffi gerade. Ja, stimmt. Oder einfach sagen, das ist was anderes. Ne, und, ja, belügen. Das ist, wie oft man doch Kinder so, gerade was Essenssachen angeht, also ich meine, meiner ist jetzt schon groß, ne, aber da funktioniert das immer noch. Nee, das hier, Schwein. Oh, das ist aber lecker, ne? Ja, okay. Ist auch kein, Hä? auch kein. Ist kein Gemüse drin. Nein, ist kein Gemüse drin. Ja, also ich stehe auch total auf Lamm. Klar, natürlich, moralisch ist das immer so eine Sache. Islam. Ach komm, da brauchen wir nicht drüber reden. Genau wie Kalb. Sind halt junge Tiere, die geschlachtet werden, die wir essen. Es schmeckt gut. Muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich esse es gerne. So. Wir gucken uns jetzt das Pulled Smoked Lamb on a Kamado Joe an, würde ich sagen. Also dafür machen wir den wieder groß, mich klein, den groß und Smoking Dead Barbecue. Hey, I'm Ich James from hoffe, Smoking Dead Barbecue, and after wir haben keinen my schwachen triumph Bildschirm over gleich. my friend Al from Eat More Vegans on our Big Green Egg versus Kamado. David fragt gerade, jetzt weißt du eigentlich auch in Essen einen eigenen Shop oder kann man nur online? Nee, man kann aktuell nur online bestellen. Shop gibt es noch nicht. Und auch in Läden sind wir ich glaube, noch nicht vertreten. Also vielleicht in 1, 2 Fachläden, aber ansonsten aktuell nur Online-Bestellungen. Aktuell ist nur Direktvertrieb. Joe battle. The winner prize here is Al's going to walk me through his What is most that, to popular switch video Kamado and one was of his going to favorite trend? recipes, which is going to be lamb shoulder. Ooh. But we're going to do it on the Kamado Wow. Joe. So we're ready Ja, to ich bin get going. gespannt. Al, why don't you walk us through your #1 video here, lamb? Yeah, so this is my favorite recipe, so I'm really excited that it's the #1 Okay, video. warte mal. Den kennt man doch. Also, warte mal, wo ist er? So we actually started this last night, where we started by scoring the Den kennt lamb. man doch aber So auch. Ja, immer wenn ich hier auf Pause drücke. cutting that diamond pattern Okay, also er schneidet hier erstmal ein Rautmuster in die in the Lammschulter. lamb. That's really important because we want to get salt and flavor in. Die erste, oder? Der ist so ein ganz bekannter, glaube ich. And Spannend. not just during the cooking process, but during the overnight dry brine that I know you do a lot on your steaks. Boah, ist hier Do the los. same thing on the lamb. Was steht da alles? Taste, Ahnung, Enhanced Natural Flavor. Ach so, durchs Anschneiden. Ja, okay. Ja, gut. Juiciness, ja. But then also we prepared last night a compound butter. I called this my Simon and Garfunkel compound butter Compound Butter. Wie wird because der it's gemacht? butter made with parsley, sage, rosemary, and thyme. So Okay, also da kommt in die Butter hier, kommen hier chopped each Kräuter of rein. those up, toasted them in a pan Dann werden die hier angeröstet. on the burner so that we could bring out the aroma, and then melted the butter
on top of that Und dann wird and die infuse Butter da it, drin and geschmolzen. boy, it smelled so good. I wish your audience could smell how good that was. It's a good smelling butter. Yeah, and then while the lamb dry brined overnight in the refrigerator, we let that butter cool overnight and then melted it to... Lotte, kommst du mal hier hin, bitte? So, und jetzt ist Ruhe im Gelände hier. Hör mal auf zu husten hier. just a little bit more than Husten, room die bellt. temperature. Also die husten And we're up here in the Great White North, so we had to go inside for to achieve room temperature. But now we've got that butter ready Ja, Metzger ist to heute get wieder on the Metzgerwasche, lamb ne? and do a traditional smoke on the lamb. But Ach so, und jetzt ist, ach so, guck mal, jetzt ist die Butter natürlich, ist jetzt hier so wieder angehärtet. Also, ja, habe ich jetzt, was ist los? Mir fällt das Wort nicht ein. Fester geworden, genau. Und jetzt reiben die damit die ganze Lammschule. Das ist natürlich geil. Geht dann schön in die Ritzen, I die guess die we gotta geschnitten get haben. Ja, started das ist by eine gute getting Idee. a grill fired up, and since I'm a loser. So welcome to Team Red. It's been a pleasure So, doing das the war battle ein voriges with you. Video, was sie gemacht haben. Oh, hi. You don't want any more of mine? You want the best one? All right, that's okay. Go ahead. That's it for today. I'm James from Smoking Dead Barbecue signing off. And I can take care of that part. yeah, I know. All right. So I've got to learn how to set up a Kamado Joe. Ja, and die maybe this is a Auszubildende good wird frech, opportunity genau for you to sieht's teach aus. me, so when I get home and get a Kamado Joe to replace my big green egg, that I'll know how to set it up. All right, Thank you, well, sir. let's go fire it up. Okay, I've already cleaned out our Joe, added some smoking wood and charcoal on top. Now for temperature, what do we want to target today for the perfect lamb shoulder? I like to cook at 250, max 275. I like to keep it in that Also range. 135 Grad Celsius. So one of the things I'm excited to share with you is something that I've been really happy with the results of. I call it the double indirect setup. And so one of the reasons that we pick these lower temperatures is to avoid overcooking the bottom. If we go Right. above that, we get a nice Ich zeige quick jetzt fire, mal Bilder but hier overdone von dem bottom. Brisket, was sie So da we're gonna gemacht set up haben. with double indirect, which just means using two forms of heat deflectors. Since I'm on the Series 3 Kamado Joe, today hab I ich have denn the hier? slow roller and heat deflector Okay, die plates, haben so and I'm gonna zwei, start by also die putting haben the slow roller Unschutz, in, dann the nochmal, deflector plates dann on hier the nochmal einen extra rack, Schutz. my drip pan from smokeware, and then my cooking grates. And Also that's going to give us the double, ability to run the same temperature, but make that fire double work indirect. a little bit harder for Okay. the same temperatures. Oder auch and ein turn bisschen out a great Werbung result. für Okay, Kamado now Joe. if I get a Series 2 Big Joe, can I get a slow roller for that? Or do I need to go with the more expensive Series 3? No, I actually, right behind you is my Series 1. Ja, aber- and so ja, I have okay, a das bunch ist ja of auch tests. So double. not only can you get the slow Aber roller braucht man. for the Series 1, Series 2, you can just Und der skip ist this and Triple you oder can was? use deflector plates. And so I've Das tested ist der this Triple, was der with jetzt macht. deflector plates or a spare pizza stone. You just treat it like you would a pizza. Ja, It okay, works aber es just gibt the mehrere same way, where you Möglichkeiten, have halt so eine your double deflector indirekte stones, a Zone small zu air machen. gap, and another stone, and you can turn out results that are near identical on Series 1, Series 2. So that's what I would do if I were you. Okay, that's Alright. my plan. Let's fire it up. Ich glaube, der Typ ist irgend so ein Fernsehkoch. Okay, Al, we're ready to get the lamb on the grill. What temperature should we be setting our meter up for tracking today's cook? So this is going to be a two-stage cook, similar to how you would... Ich muss mal etwas klären, Leute. Du willst umtauschen fahren? Ja, dann fahr doch. Ja, okay. Ich muss jemand umtauschen. Ich habe gestern was eingekauft und dann war ich voll sauer, weil die Hälfte nicht funktioniert hat. Jetzt fährt sie dahin. Die haben mich verarscht. Die haben sie verarscht, sagt sie. Und ich sag mal so, ich möchte nicht die Verkäuferin sein, wo die Steffi jetzt hinfährt. Deswegen bin ich auch froh, dass ich hier bei euch bin. do a pork shoulder, right? So you're typically going to wrap at around 160 degrees or so once the bark is set. So I'd set it now Okay, for die wollen den auf 165 and Grad then once we see interne Temperatur haben. 165 Grad, das gucken wir uns mal eben an. 165 Grad. Zack. 73 Grad Kerntemperatur. the bark is set and we wrap it, we would set the meter again, then for a 200, 203 to see Perfect. how close we can get. All right, well, let's get this on the grill. Hört sich ja wirklich lecker aus, ne? Kann ich anders sagen, ey. Auch so schon. Okay, die Butter wird ja natürlich, und da brauchst du auch eine Schale drunter, ne? Die tropft dir natürlich jetzt auch mega runter. Okay, let's take a look, Al. We've been on for about 4 hours, so what should we see at this point? Nach Oh, 4 we should Stunden. see exactly this. Look how the fat is Oh, popping, and as we touch it, none of this is coming off. This is dry, which means we've developed a bark on top of the fat. This is ready. Now at this point, I would wrap. Okay. Now I would wrap it in foil completely and capture all those juices.
I know you don't do a lot of foil wraps anymore on your channel. Also wird es jetzt I think we can actually einpacken. get even more, concentrate our doneness just on the top. So I think we should do a boat. Okay, let's do it. I would, by the way, can we turn this and just Was show machen wir them jetzt? this other side? Because that is a thing of beauty right there. And you can see Nice, exactly what this is supposed to look like now. We didn't lose moisture. All this fat is nice and plump. This, I think a boat's gonna be really nice. I Also think sieht you're schon gonna schön get a aus, nice die texture Dings. I on agree. top of there. All right, Alright. I'll Bisschen am step out of the Schulter. way so you can do that. And I'll Was take you machen sie guys denn fast jetzt? forward Wickeln while we sie get sie this ein in a oder boat. nicht? Oder machen sie jetzt nur so ein Boot? Close Nee, this die up. machen nur so ein Boot. Hang on, before you close it, do you want to put the meter back in? Yep. Okay, so we've got this in a boat, and just like a sweater, you want this nice and snug, so you get the benefit of it helping reduce our cook time, but at the same time allowing our fat cap to continue render and collect any of those juices. They will Okay, fall somit down halt reduzieren sie into our die boat here. So let's Kochzeit, close weil this halt up das, and let's was keep cooking. runtertropft, halt auch verdampft ja wieder nach oben. Our lamb is Und looking jetzt amazing, wollen so sie halt we've 200 checked it Grad for Kerntemperatur. tenderness. Gucken wir nochmal eben After we an. pulled it off, let it rest for an hour. It's time to shred it up. So Al, why don't you Das do Ding the ist echt honors and we'll wieder dive into our geschlossen. taste test. My favorite part. Warte mal, 200 Grad. 93 Grad Kerntemperatur. Alright, Alles watching klar. that be Aber warte mal, shredded da up. gehen wir nochmal zurück. Das gucken wir uns das mal einmal an. Al, why don't you do the honors and we'll dive in. for our Naja, taste also test. dann haben sie jetzt My 93 favorite Kerntemperatur und jetzt nehmen sie das auseinander. Ja, guck mal, wie Alright, das watching auseinander. So that be richtig shredded wachsig, up schmatzig, look das Fleisch. absolutely amazing. So since Richtig you're gut. the expert, you're teaching me how to do this, what should we look for to tell if we got it right or if there's something we want to tweak? So we're looking for a texture similar to a pulled pork, right? We want it to be that kind of tender, easy to pull Okay, die apart, wollen which you also wie saw. Pulled Pork dann It haben, was, ne? it felt Von der really Textur good. her. Awesome. Obwohl Lamm ist noch It's wachsiger. one Also of my das, favorite ich finde things Lamm is auch to richtig hand geil. pull. Like I don't Pulled ever lamb. use those claws to do because it just Das feels machen wir so doch auch am good. Wochenende. But then you're gonna find when you taste this, it should have a much more rich flavor and kind of an unctuous experience, way beyond what you're gonna get with a pulled pork. Absolutely. All right, you ready to try I'm it? ready to try it. I can All tell right. it smells good. Ja. You Ja, can't los, see on probiert mal. camera, Also lass but den überhaupt so Bella lange is da just stehen. sitting here giving us the Greif stare zu. down. So why don't we grab a piece? All right. I You want, first. so I like the bark, so I'm gonna grab, I'm Ja, gonna ich grab mag auch this immer die up. I got a little Kruste. bit right Ich there. mag auch immer die That Kruste. looks Das ist der good. Metzger, ja. All Hallöchen. right. Cheers. You're not wrong. Ich glaube, es sieht lecker. Ich glaube, es ist lecker. Also die Gesichter sagen doch, sprechen doch für sich, See what I oder? mean by unctuous? Sehr That- geil. I don't know why people give lamb a bad rap. That's amazing. It really is delicious, and Ja, the way Lamm kann that auch we richtig made gut it, schmecken. Also wirklich, you know, I mean, good high das hat auch quality nichts mit Canadian dem lamb Lamm von didn't früher hurt, zu but tun. you're adding Das, the ich glaube, boat. Vicky, da I war think früher ein I'm Problem mit gonna den try that. Kuhketten, That dass worked die really manchmal well. We so got a bit wirklich more burnt streng on the nach top. scharf Really happy geschmeckt with haben, that. sage ich jetzt Ja. mal, oder As Stall. you said, it's Die got a Lämmer, die ich lushness bisher to it. zubereitet You don't habe, get even pulled pork muss ich sagen, die waren or, alle echt top, ey. Das shredded hat beef. nicht In kein particular, intensiver just a Geschmack, lot sondern so einen more ganz, juiciness, and I think ganz that's leckeren helps retain it. Lammgeschmack halt. Ja. That bark is great, great smoke ring. And not hard to do. If you Not can hard make to a do. pork butt, you can do this. The only thing we Absolutely. did was make a compound butter, and that's Right. a 10 or 15-minute process that anybody can do, right? Well, why don't we take that inside, get some taco shells or something like that, make some dinner. Absolutely. And thanks everyone for hanging out with both Al and I today. I'm James from Smoking Dad Barbecue signing off. Remember, don't be afraid to. Alles Fire it klar. up. Do you want me Und to say schön, that with you? ja, schönes Well, kurzes thanks for Video, hanging gar out nicht with viel both Al Gelaber, and I ne? today. So that's it. I'm James from Smoking Dad Barbecue signing off. And remember, Ah, don't noch be Auto. afraid to fire it up. Ja, so, alles klar. Ja, super, finde ich gut. So, die Kleine, die macht hier gerade ein bisschen Theater, weil Steffi gerade abgehauen ist. Jetzt einmal hier, du. So, der kriegt natürlich ein Abo von mir, das ich dir noch nicht gesehen habe vorher. Krass. Und, Great Lamp. From Germany. Ich glaube, das mache ich. Mal gucken, ich fahre mal zum Türken, ob der eine Lammschulter da liegen hat. Könnte ich mir gerade gut vorstellen. Hätte ich, glaube ich, gerade Bock drauf. Also, und vielleicht auch sogar mit der Schmalzmethode. Also die Schmalzmethode bei Pulled Pork, die lässt mich ja nicht mehr los. Ne? Wie seht ihr das? Habt ihr das schon ausprobiert? Eins meiner letzten Videos, wo ich das Pulled Pork in diesem Schmalz nochmal nachgegart habe, nachkonfiert habe. Beste Pulled Pork, was ich je gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Und
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es nochmal anders mache. Also natürlich mache ich es nochmal anders, um so andere Sachen auszuprobieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel Steffi sagt, machst du uns am Wochenende Pulled Pork, also für uns privat zum Essen, würde ich so machen. So, was sagt ihr dazu? Ja, mit scheiß Arbeit macht man sich die ganze Freizeit kaputt. Ja, ey, verstehe ich vollkommen, Metzger. Ich bin auch mehr so der Freizeittyp. Ja, okay. Ja, ich warte jetzt mal noch eure Antworten hier ab, was ihr so schreibt. Also ich bin, wie gesagt, Lamm ist wirklich eine geile Geschichte und die Videos, die wir heute gesehen haben, werde ich gleich auch wieder hier drunter verlinken. Also war ja einmal hier Ultimate Pizza von Cowboy Kent Rollins, dann hatten wir dieses $1000 Steak, Recipe. Ja, naja. Ja, schmeckt mit Sicherheit auch. Und Smoked and Pulled Lamb hier finde ich auch geil. Vor allem, ich fand das Video geil. Kurz und knapp. Alles Wichtige erklärt. Temperaturen genannt, Fakten genannt. Schöne Bilder. Hätte mal ein bisschen mehr Foodporn machen können. Aber ansonsten alles cool. Ja, Leute. Das war dann schon für heute. Metzger, tut mir leid. Du bist zum Ende erst gekommen. Heute nur eine kurze Schicht. Ja, mach entspannt. Ich bin heute auch ein bisschen kaputt, deswegen, ich muss jetzt noch eine Feuertonne verladen. Und dann mache ich gleich auch Feierabend. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Morgen kommt wieder ein Short, am Wochenende wahrscheinlich ein Video. Und nächste Woche Mittwoch wieder live. Also, bis bald. Tschüss. Dancing on a chainsaw.